Hallo und willkommen beim eCom Videocast im August. Wie geht es euch? Ist euch auch so warm wie mir? Es ist unglaublich heiß geworden wieder in Japan, oder? Jetzt ist ja Ferienzeit. Habt ihr schon Pläne, wohin ihr eine Reise machen wollt? Oder seid ihr vielleicht schon verreist? In Deutschland ist jetzt auch Feriensaison. Das heißt, die Deutschen haben natürlich viele Pläne und Reisen. Das heißt, ich möchte euch im Season Talk mal vorstellen, was die Deutschen in den Ferien machen, wenn sie allerdings nicht in ein anderes Land reisen, sondern wenn sie zu Hause bleiben. Und im Culture Talk möchte ich euch mal ein paar lustige Gewohnheiten der Deutschen vorstellen, die nicht in jedem Reiseführer zu lesen sind. Also, fangen wir an! Wenn die Deutschen in den Sommerferien mal keine große Reise ins Ausland machen können, dann genießen sie eigentlich ihr eigenes Land genauso wie die Japaner. Das heißt, sie reisen mit dem Auto oder mit den Fahrrädern in ihrem eigenen Land und besichtigen die Sehenswürdigkeiten. Ein Highlight im Sommer sind in Deutschland auch immer die Open-Air-Kinos. Bei den Open-Air-Kinos wird auf großen Plätzen, meistens Marktplätze oder Rathäusern, eine große Kinoleinwand aufgebaut und da treffen sich dann die Deutschen und können umsonst einen Kinofilm anschauen. Das wird meistens abends gemacht, weil man die Leinwand natürlich besser sehen kann, wenn es schon dunkel ist draußen. Man kann dort zusammen Getränke trinken, Leute kennenlernen oder einfach wie auf diesem Foto zusammen mit seinem Partner eine schöne Zeit verbringen. Ja, und die Leute, die wirklich in ihrem Urlaub gar keine Lust haben, irgendetwas zu machen oder irgendwohin zu fahren oder die einfach kein Geld haben, für die gibt es ein ganz besonderes Wort. Diese Leute machen Urlaub auf Balkonien. Habt ihr eine Idee, was dieses Wort bedeutet? Und zwar gibt es ja die Ländernamen Italien, Spanien. Aber wo liegt Balkonien? Balkonien ist ein ganz eigenes Wort und steht für das Land Balkon, wo man wirklich eine ganz eigene Welt kreieren kann, wenn man wirklich nur zu Hause sich entspannen möchte. Die Deutschen haben oft sehr große Balkons und inzwischen gibt es richtige Bücher darüber, wie man seinen Balkon so schön mit Pflanzen dekorieren kann und mit einem Tisch und Stühlen und mit schönen Kaffee trinken und Kerzen, dass man sich fast fühlt wie in einem richtigen Urlaub. Ja, und dafür gibt es schon einige Spiele, die man machen kann, also extra richtige Bücher, die man zu diesem Thema kaufen kann. Ja, also wenn die Leute mal über Balkonien sprechen in Deutschland, wundert euch nicht. Jetzt will ich euch mal 3 lustige Gewohnheiten der Deutschen vorstellen, von denen ihr sicherlich noch nie in einem Reiseführer oder im Internet gelesen habt. Eine Gewohnheit der Deutschen ist es, dass sie sich Spitznamen geben. Spitznamen sind wie auf Englisch Nicknames. Das heißt, fast immer werden die Namen für Freunde oder Familienmitglieder verändert. Und zwar so, dass die Namen meistens auf I, Chen oder Lein enden. Das heißt zum Beispiel bei meinem Namen Melanie, alle meine Freunde und meine Familie nennen mich entweder Melli, Melchen oder Mellilein. Oder bei dem Männernamen Oliver wird Olli, Ollichen oder Ollilein. Aber die I-Form, Melli und Olli und Sassi und Steffi, das sind die beliebtesten Spitznamen. Also sie werden für Personen benutzt, die man besonders gerne mag und zu denen man eine sehr gute Verbindung hat. Aber auch für Haustiere zum Beispiel. Ich hatte für meine eigenen Katzen bestimmt für jede Katze 10 Namen, je nach Situation und nach meiner Stimmung. Ich glaube, in Japan benutzt man überhaupt keine Spitznamen, oder? Das nächste Lustige über die Deutschen, das solltet ihr auch unbedingt wissen, weil das ist nämlich das totale Gegenteil von dem japanischen Stil. Und zwar lieben die Deutschen braun werden. Habt ihr das schon mal gehört? Das bedeutet, dass die Deutschen bei jeder Gelegenheit sich in die Sonne legen und sobald es Sommer wird oder sogar schon wenn Frühling wird und die Sonne rauskommt und man sich in der Sonne wärmen kann, dann fangen die Deutschen immer an, ihre Ärmel runterzumachen und die Hosenbeine hochzumachen und das Hemd aufzumachen, damit sie überall die Sonne abbekommen, damit ihre Haut braun wird. Also sie wollen dunkler, brauner werden. Für die Deutschen ist das Braunwerden ein Zeichen der Gesundheit und dass es einem gut geht. Und in Japan benutzt man zum Beispiel diese Whitening Creams. In Deutschland benutzt man Browning Creams, damit die Haut immer brauner wird und man so gesund aussieht.
Wenn die Deutschen aus dem Urlaub zurückkommen, dann sagen die anderen, die zu Hause geblieben sind, oh, du bist aber schön braun geworden. Und so im Sommer nach diesen Urlaubszeiten wird sogar fast so etwas wie ein Wettkampf gemacht. Wer ist am braunsten geworden und wer hatte den besten Urlaub? Ein bisschen verrückt, würde ich sagen. Die dritte lustige Gewohnheit, die es seit ein paar Jahren gibt und die sehr, sehr beliebt ist inzwischen, ist, dass die Deutschen angeben mit ihren Heimatorten. Also wir sind sozusagen Lokalpatriotisten. Das sieht man sieht dann Folgendes: Die Leute tragen Mützen, Taschen, Jacken, Pullover, auf denen der Name ihrer Stadt steht. Und darauf sind sie total stolz. Zum Beispiel, ja, ich komme aus der Stadt Hamburg und ich liebe meine Stadt. Und wenn ich in einer anderen Stadt bin, möchte ich irgendwie anderen Leuten sagen, ich komme aus Hamburg und meine Stadt ist schön. Auf dieser Jacke seht ihr ganz groß Berlin. Und ich habe selbst ein T-Shirt mitgebracht, wo nur könnt ihr das sehen? Ein Stadtteil aus meiner Stadt Hamburg draufsteht. Da steht drauf, dass ich Heimweh habe nach diesem Stadtteil. Also ich vermisse diesen Stadtteil, weil er so schön ist. Auch ein bisschen eine verrückte Gewohnheit. Aber ja, in den letzten Jahren haben immer mehr Kleidungsgeschäfte diesen Trend entdeckt. Und so kann man inzwischen ja bei ganz vielen Geschäften diese Jacken und Mützen und T-Shirts kaufen und die Leute tragen sie dann ganz stolz. Gibt es so eine Gewohnheit oder so lustige Sitten auch bei euch in Japan? Ich würde wahnsinnig gerne mal hören, was ihr so für lustige Gewohnheiten habt. Stellt mir die doch mal vor. Das waren unsere August-Themen. Da waren doch einige lustige Themen dabei, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, jetzt ist ja die Ferienzeit, nicht nur in Japan, sondern auch in vielen anderen Ländern und auch in Deutschland. Das heißt, viele Deutsche werden diese Gelegenheit nutzen und ihren Urlaub in Japan verbringen. Das wäre für euch eine gute Gelegenheit, mit ihnen Freundschaft zu knüpfen und sie kennenzulernen und euer Deutsch, das ihr bis jetzt gelernt habt, endlich mal auszuprobieren. Also, viel Glück! Bis zum nächsten Monat. Tschüss!